Und man war dann von Seiten der Regierung von diesem tatsächlichen Bürgerprotest doch wirklich mehr als nur überrascht. Das hat da in Berlin so ziemlich alle massiv verstört. Man konnte das nicht zuordnen und ich erinnere mich heute noch an die entsprechenden Sitzungen im Innenausschuss, wo entsprechend man krampfhaft versucht hat, und zwar von allen Seiten, von allen Fraktionen mit Ausnahme der AfD, hier einen Extremismusbezug herzustellen. Natürlich, es wird Sie nicht wundern, einen Rechtsextremismusbezug herzustellen. Hey Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie konnte unser Rechtsstaat so schwach werden, dass Linksextreme und Islamisten hier immer freier agieren können? Martin Hess zeigt in seiner Rede knallhart auf, warum Deutschland dringend eine wehrhafte Demokratie braucht und warum die aktuelle Politik dabei komplett versagt. Schaut euch das Video an, wenn ihr wissen wollt, wie wir unser Land zurück auf den richtigen Kurs bringen können. Und hey, wenn euch das Thema wichtig ist, dann lasst ein Like da. Abonniert den Kanal und schreibt unbedingt in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Viel Spaß beim Video. Auf geht's! Ja, einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Freut mich, zum zweiten Mal mittlerweile in Hamburg vortragen zu dürfen. Hamburg ist eine schöne Stadt und ich hatte auch mal für eine gewisse Zeit eine Freundin hier in Hamburg, von daher erinnere ich mich auch immer gerne an Hamburg zurück. Gestatten Sie mir, bevor ich zum eigentlichen Thema komme, ein paar Vorbemerkungen. Zum einen möchte ich meinen Dank und meinen Respekt all jenen ausdrücken, die im urbanen Raum und damit auch denen, die hier in Hamburg für die AfD tätig sind. Warum ist das so? Im Deutschen Bundestag, meine sehr verehrten Damen und Herren, da muss ich auch feststellen, dass wir, sage ich mal, unfair behandelt werden. Sie wissen das ja, uns werden bestimmte Ausschussvorsitze entsprechend verwehrt. Wir bekommen stellvertretende Bundestagsvizepräsidenten nicht entsprechend in die Positionen gewählt. All das ist etwas, was natürlich unschön ist, aber das ist aus meiner Sicht noch etwas in gewisser Weise Erträgliches. Wenn ich mir aber die Debatten hier in Hamburg anschaue, dann meine ich hier schon im Hinblick auf die Alternative für Deutschland schon einen wesentlichen Unterschied feststellen zu können, während zum Beispiel im Hinblick auf Ordnungsrufe im Deutschen Bundestag noch einigermaßen man sagen kann, dass auch die anderen Parteien davon entsprechend betroffen sind, stellt man hier in Hamburg doch schon hier eine Ungerechtigkeit derart fest, dass die Vertreter der Alternative für Deutschland hier massivst für einfache Meinungsäußerungen mit Ordnungsrufen belegt werden, während die Vertreter der Altparteien über die AfD wirklich mit Güllekübeln ausschütten können und hier keinerlei Reaktion erfolgt. Im Kern ist das einer Demokratie und auch eines Parlaments unwürdig. Und es war mir einfach ein Bedürfnis, deshalb all jenen zu danken, die trotz dieser widrigen Umstände sich für unser Land einsetzen. Ich will noch etwas zu den Vorbemerkungen des Kollegen Nockemann sagen im Hinblick auf die Demokratie, im Hinblick auf die Delegitimierung des Staates. Schauen Sie, wir hatten bis 2020 diesen Phänomenbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates als Arbeitsbereich oder Arbeitsgebiet für den Verfassungsschutz überhaupt gar nicht. Der hat sich davor gekümmert um das, was er wirklich tun muss, sich nämlich um wirkliche Extremisten kümmern, also sprich Islamismus, religiöse Fanatiker, um Rechtsextremisten, um Linksextremisten und natürlich gehört auch die Spionage- und Sabotageabwehr zu seinem Aufgabenbereich. Und dann hat man festgestellt, im Jahr 2020, Sie alle wissen, da fing das mit Corona an, dass eine Vielzahl von Bürgern mit der Regierungspolitik nicht einverstanden war, in Bezug auf Corona auf die Straße gegangen ist. Und man war dann von Seiten der Regierung von diesem tatsächlichen Bürgerprotest doch wirklich mehr als nur überrascht. Das hat da in Berlin so ziemlich alle massiv verstört. Man konnte das nicht zuordnen und ich erinnere mich heute noch an die entsprechenden Sitzungen im Innenausschuss, wo entsprechend man krampfhaft versucht hat, und zwar von allen Seiten,
von allen Fraktionen mit Ausnahme der AfD, hier einen Extremismusbezug herzustellen. Natürlich, es wird Sie nicht wundern, einen Rechtsextremismusbezug herzustellen. Und in diesen Sitzungen waren die Leiter sämtlicher Sicherheitsbehörden Deutschlands anwesend und haben das klar verneint. Sie haben gesagt, nein, das hat mit Extremismus nichts zu tun. Das sind Bürger aus der Mitte der Gesellschaft, die in ihrer ganzen Breite von ganz links bis ganz rechts hier entsprechend aufgestellt sind. Extremisten spielen hier, wenn überhaupt, nur eine marginale Rolle. Und seitdem erst hat der Verfassungsschutz für sich den Phänomenbereich verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates als Arbeitsgebiet geschaffen. Und lassen Sie mich es klar und deutlich formulieren: Regierungskritik kann niemals verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates darstellen, wenn jemand unseren Staat oder die Regierung delegitimieren kann, dann sind es nur die Regierenden oder die staatlichen Behörden selbst. Wer als Wirtschaftsminister hingeht und eigenhändig 800 Strafanträge wegen Beleidigung unterzeichnet, wenn eine staatliche Polizei hingeht und aus einer Schule ein Mädchen herausholt, weil es in den Social-Media-Kanälen ein Schlumpfvideo geteilt hat, wo die Erfolge der AfD entsprechend dargestellt werden und man diesem Mädchen dann tatsächlich auch noch eine Gefährderansprache entsprechend zuteilkommen lässt. Wenn der Staat hingeht und Wasserwerfer, mitunter das schärfste Schwert gegen normale regierungskritische Bürger einsetzt, so wie das in Berlin anlässlich der Corona-Proteste passiert ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann überschreitet der Staat hier rote Linien und das führt genau dazu, dass er sich dadurch selbst delegitimiert, denn wenn wir uns andere Bereiche anschauen, unter anderem auch den Bereich des Islamismus heute Abend hier, da schaut er nahezu tatenlos zu. Da steht er fast regungslos daneben. Große Sprüche, an denen mangelt es nicht und auch nicht an hohlen Phrasen, aber getan wird in Bezug auf die wirklichen Sicherheitsprobleme ebenso gut wie nichts. Und in diesem Gegensatz ist es für mich mehr als nur verständlich, dass der Bürger sagt, das kann nicht sein, dass ein Staat die wahren Sicherheitsprobleme negiert, aber Regierungskritiker zu unterdrücken, und ich benutze diesen Begriff ganz bewusst, zu unterdrücken sucht, zumindest einzuschüchtern sucht, wenn er hingeht und wegen einem, ich sage das jetzt mal ganz salopp, stinknormalen Beleidigungsdelikt tatsächlich Wohnungsdurchsuchungen durchführt. Das ist klar unverhältnismäßig. Der Staat sorgt damit dafür, dass der Bürger sich von ihm sozusagen entfremdet, dass der Bürger sagt, das kann es nicht sein, kümmert euch um die wahren Sicherheitsprobleme und lasst bitte Regierungskritiker in Ruhe. Letzte Vorbemerkung. Weil der Alternative für Deutschland immer vorgeworfen wird, insbesondere bei bestimmten Themen, nämlich der Migrationskritik oder auch jetzt hier beim Islamismus, dass wir undifferenziert vorgehen würden, dass wir sozusagen alle über einen Kamm scheren würden und dass wir deshalb im Kern Menschenfeinde, Fremdenfeinde oder Ähnliches seien. Und das ist mir wirklich ein Bedürfnis, weise diesen Vorwurf mit allem Nachdruck und mit aller Entschiedenheit zurück. Er könnte falscher nicht sein. Ich bin einer derjenigen, der nahezu bei jedem Vortrag, den ich halte, und Sie können sich vorstellen, bei mir ist natürlich als Innenpolitiker die Sicherheitspolitik von entscheidender Bedeutung und dort eben auch die Migrationspolitik, weil die erhebliche Auswirkungen auf die Sicherheitslage in Deutschland hat. Ich bin immer derjenige, der differenziert und ich will das Ihnen heute Abend auch klar machen. Unsere Migrationspolitik hat nie davon gesprochen, dass wir alle Ausländer an der Grenze zurückweisen wollen. Wir haben nie davon gesprochen, Stichwort Lüge, Korrektivlüge, Wannsee-Konferenz 2.0, dass irgendwelche Deutschen mit Migrationshintergrund abgeschoben werden sollen. Das sind mittlerweile gerichtlich bestätigte Lügen. Unsere Migrationspolitik, die ist sonnenklar.
Sie entspricht dem normalen Menschenverstand. Jeder, der legal in unser Land kommt, und die Betonung liegt auf legal, der die Chancen unseres schönen Landes erkennt, der die Ärmel hochkrempelt, mit seiner eigenen Hände Arbeit sich hier eine Existenz aufbaut, der sich selbst und seine Liebsten zu wertvollen Mitgliedern unserer Gesellschaft macht, weil er unsere Grund- und Werteordnung teilt, weil er mit uns leben will. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Menschen waren, sind und werden immer herzlich willkommen sein. Das will ich in dieser Deutlichkeit auch formulieren. Wogegen wir uns wenden, das ist eine illegale Massenmigration, die überwiegend in unsere Sozialsysteme stattfindet, die unsere sozialen Sicherungssysteme erschüttert, sozusagen über ihre Grenzen hinaus belastet. Wogegen wir uns wenden, ist die Tatsache, dass in diesen wahnsinnigen Millionenzahlen sich natürlich auch ein bestimmter Teil an Gewaltverbrechern befindet, der dann in Deutschland schwerste Straftaten begeht. Wogegen wir uns wenden, das ist die Tatsache, dass in diesen Strömen sich natürlich auch zu einem bestimmten Prozentsatz Islamisten aufhalten, die dann eben nicht mit uns leben wollen hier in Deutschland, die eben nicht unsere Grund- und Werteordnung teilen, sondern im Gegenteil, die hierher kommen, um Parallelgesellschaften aufzubauen, auszubauen und somit gegen unsere Gesellschaft agieren. Und das akzeptieren wir nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und natürlich differenziere ich auch, das werden Sie gleich merken in meinem Vortrag im Hinblick auf den Islamismus. Ich möchte meinen Vortrag nicht so verstanden wissen, dass ich grundsätzlich gegen Muslime in unserem Land wäre. Ich bin auch nicht grundsätzlich gegen den Islam. Warum sollte ich das sein? Aber wogegen ich bin und wogegen die AfD politisch entsprechend sich in Stellung bringt, das sind Islamisten, das sind Personen, die eine fundamentalistische Islamauslegung für sich betreiben und die ganz konkret eine Gefahr für unsere Sicherheit, für unser Gemeinwesen darstellen. Und alle anderen Muslime, die in unserem Land gesetzestreu leben, meine sehr verehrten Damen und Herren, die rufe ich auf, die AfD zu unterstützen. Denn wir alle müssen dafür kämpfen, dass unser Gemeinwesen, so wie wir es kennen, unsere Grund- und Werteordnung verteidigt wird gegen all jene, die sie angreifen. Auch hier hören Sie also eine klare Differenzierung und Sie können zukünftig jedem sagen, der anderes behauptet, das ist unwahr, du lügst. Und Lügner, meine sehr verehrten Damen und Herren, die haben in einer Regierung, das sage ich ganz deutlich, nichts zu suchen. Ich will Ihnen kurz einen Überblick geben über die Gesamtsituation im Bereich der inneren Sicherheit, denn diese Lage ist wirklich verheerend. Ich sage es immer wieder, Deutschland ist aus meiner Sicht so unsicher wie nie zuvor. Wir haben einen historischen Höchststand von über 214.000 Gewaltdelikten in Deutschland zu verzeichnen gehabt im Jahr 2023. Das bedeutet 586 Gewaltdelikte jeden Tag. Und bei diesen Gewaltdelikten, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind normale Körperverletzungsdelikte nicht erfasst. Das bezieht sich ausschließlich auf wirklich schwerste Straftaten wie gefährliche und schwere Körperverletzung, wie schwere sexuelle Nötigung, Vergewaltigung, Raub, Mord, Totschlag. Also alles Delikte, die wirklich von verheerende Folgen für unsere innere Sicherheitslage haben. Nochmal 214.586 dieser Delikte, 586 dieser Delikte jeden Tag. Interessant ist doch, dass immer in Abrede gestellt wird, dass es keinen Zusammenhang zwischen Migration und dieser Verschlechterung der Sicherheitslage gäbe. Ich verweise hierzu auf die nackten Zahlen der Kriminalitätsstatistik. Der Anstieg bei den Tatverdächtigen in Bezug auf die Gewaltdelikte im Jahr 2023, der ging nur zu 2,2, also bei den tatverdächtigen Deutschen gab es einen Tatverdächtigenanstieg um 2,2%.
Bei den Nichtdeutschen gab es einen Anstieg von 14,5% und bei den sogenannten Zuwanderern gab es einen Anstieg von 20,3%. Ich spreche hier nur von den Gewaltdelikten, nicht von Straftaten aller Art. Das ist immer wichtig, das im Hinterkopf zu behalten. Also angesichts dieser Steigerungen, wir haben quasi eine Stagnation bei deutschen Tatverdächtigen und exorbitante Anstiege bei ausländischen und bei den sogenannten Zuwanderern, ist doch für jeden klar und ersichtlich, dass diese Migrationspolitik hierfür die Hauptverantwortung trägt. Und genau weil sie das tut, sagen wir als AfD ganz klar, das kann und darf so nicht weitergehen. Wir müssen endlich unsere Bürger schützen. Wir brauchen die 180-Grad-Wende in der Migrationspolitik und zwar so schnell wie nur möglich. Die Zahlen im Bereich der Gewaltdelikte, Bahnhöfe und Züge, wenn wir uns jetzt mal das als speziellen Bereich heraussuchen. Sie wissen ja, dass die Bundesregierung, das Grüne, Rote und wer da sonst noch alles unterwegs ist, eine sogenannte Verkehrswende herbeiführen möchte. Sie sollen auf ihren individuellen Verbrenner verzichten und sollen stattdessen der Umwelt zuliebe auf die öffentlichen Verkehrsmittel umsteigen. Das wird in Hamburg auch nicht anders sein, wie es sonst überall vertreten wird. Und wenn man diese Aufforderung entsprechend an die Bevölkerung los wird, dann sollte man natürlich auch dafür sorgen, dass diese Verkehrsmittel sicher sind. Sie sind es aber nicht. Ich kann Ihnen sagen, dass wir im Jahr 2023 in den Bahnhöfen und Zügen über 25.000 Gewaltdelikte hatten. Das sind 70 Gewaltdelikte pro Tag an Bahnhöfen und in Zügen. Auch hier interessant, die Steigerung des Anteils der ausländischen Tatverdächtigen. Hatten wir im Jahr 2014 noch einen Anteil von 27,6% ausländischer Tatverdächtiger, ist der jetzt im Jahr 2023 gestiegen auf 46,8%. Auch hier klar erkennbar, auf wen der massive Anstieg dieser Straftaten zurückzuführen ist. Die Messerdelikte, etwas, was mir besonders am Herzen liegt, weil für die, die es nicht wissen, ich war 27 Jahre lang Polizeibeamter im Land Baden-Württemberg, habe zuletzt an der Hochschule für Polizei beim Institut für Fortbildung als Polizeihauptkommissar gelehrt, war dort also Dozent. Von meinen 27 Jahren war ich aber 20 Jahre operativ tätig. Und ich weiß aus Aus- und Fortbildung und auch im täglichen Doing, wie gefährlich Messer im Angriff selbst für Polizeibeamte, für bewaffnete Polizeibeamte sein können. Und umso wichtiger ist es natürlich, dass wir Sicherheit für die Bürger in diesem Phänomenbereich herstellen, aber das Gegenteil passiert, und zwar fortgesetzt und andauernd. Damit Sie sich mal eine Vorstellung machen können, wie die Lage hier aussieht, wir haben im Bereich der Messerdelikte bei den offiziellen Zahlen der Polizei in die Kriminalstatistik die Zahl von 13.844. Das Problem ist, diese Zahl stimmt leider nicht, sie entspricht nicht der Realität. Ich habe dort entsprechend angefragt, weil nämlich News, Sie werden das Rechercheportal kennen, hat die Bundesländer einzeln im Hinblick auf die Messerdelikte angefragt und kam zu dem Ergebnis, dass dort in Summe 26.113 Messerdelikte, nämlich im Jahr 2023 erfasst worden sind. Und ich habe dann die Bundesregierung gefragt, wie sie sich denn die Diskrepanz der eigenen Zahlen mit der Summe erklärt, die über die Einzelabfrage bei den Ländern sich ergeben hat. Und die Aussage war, dass man die Taterfassung zum Tatmittel Messer, dass die noch nicht so ausgereift sei, dass man hier tatsächlich eigene valide Daten entsprechend zur Verfügung stellen könne. Und rechnen Sie, wenn Sie das umrechnen, dann sind Sie bei 72 Messerdelikten pro Tag. Und wenn Sie das auf die Minuten umrechnen, haben Sie circa alle 20 Minuten ein Messerdelikt in Deutschland. Also Messer eingesetzt oder mit Messer gedroht. Alle 20 Minuten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das hat mit Sicherheit gar nichts mehr zu tun,
Die Unsicherheit in Deutschland hat ein inakzeptables Ausmaß erreicht. Der Staat versagt bei seiner Primäraufgabe, nämlich Sicherheit und Schutz der eigenen Bürger zu gewährleisten. Und wer so dermaßen versagt, der muss auch entsprechend abgestraft werden. Es ist gut, dass diese Ampelkoalition mit einer völlig fehl am Platz befindlichen Innenministerin Faeser jetzt endlich nicht mehr weiter regieren kann. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die CDU-CSU nicht diese desolate Lage, an der sie selbst auch Mitverantwortung trägt, nur für sich selbst ausnutzt, sondern wir als AfD müssen schauen, dass wir die Partei sind, die für Recht und Ordnung steht und die CDU diesbezüglich keinerlei Alternative darstellt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wo wir gerade bei der CDU sind, erlauben Sie mir ganz kurz, weil das ja im Diskurs, man sieht es an den Umfragewerten, dass die CDU entsprechend auch ganz massiv profitiert vom Ampel aus, aber für sie wird ja in der politischen Argumentation durchaus interessant sein, wie man dem entgegenwirkt, weil es gibt ja den Bürger, der sagt, ja, ich stimme dir zu in der Bewertung, in der Lageanalyse, aber ich wähle jetzt nicht die AfD, sondern die CDU. Und da ist es gut, wenn man entsprechende Argumente im Köcher hat, und ich will Ihnen nur einige nennen. Erstens, man darf den Bock nicht zum Gärtner machen. Wenn man die Migrationskrise bewältigen will, kommt man nicht umhin, bei der Lageanalyse festzustellen, dass die Grundlage für die Probleme, die wir derzeit haben, die CDU gelegt hat. Es war die Kanzlerin Merkel, die sich 2015 geweigert hat, die Grenzen zu schließen. Hätte man damals dicht gemacht, hätten wir die ganzen Probleme zumindest in diesem Ausmaß heute nicht. Zweitens, die CDU scheut sich nicht davor zurück. Und ich denke, das wird auch hier in Hamburg ähnlich sein. Im Deutschen Bundestag nun, wenn sie in der Opposition ist, 1:1 die Anträge der AfD zu kopieren. Sie geht hin und nimmt alle unsere Forderungen migrationskritischer Natur, formuliert sie leicht um und bringt sie genauso in den Deutschen Bundestag ein. Jene CDU hat die AfD, als sie das tat, als Fremdenfeinde, Rassisten und Schlimmeres beschimpft. Jetzt, wo Sie in der Opposition sind, jetzt gehen Sie hin und übernehmen unsere Forderungen. Das ist nicht nur unglaubwürdig, das ist heuchlerisch, und Heuchler können nie eine politische Alternative sein. Ganz wichtig bei der CDU ist auch, dass man sie darauf hinweist, dass sie ja in vielen Bereichen der Migration bereits handeln könnte. Denn sie stellt ja nicht unerheblich CDU-Ministerpräsidenten in unserem Land. Und die Abschiebungen sind Ländersache. Also anstatt zu reden und mehr Abschiebungen zu fordern, könnte in der Tat in Nordrhein-Westfalen oder in Schleswig-Holstein oder in anderen, zum Beispiel in Hessen, könnte man entsprechend die Abschiebungen forcieren. Das tut die CDU aber nicht. Im Schwäbischen gibt es für Menschen, die über etwas reden, etwas fordern, es selber aber nicht tun, einen ganz bestimmten Begriff, das nennt sich Schwätzer. Und wir brauchen keine Schwätzer in der Regierung, sondern wir brauchen Macher. Und die gibt es eben nur bei der Alternative für Deutschland. Und zu guter Letzt, und das scheint mir das Wichtigste zu sein, die CDU war es, die Union war es, die die Brandmauer gegen die AfD aufgerichtet hat. Die CDU kann all das, was sie jetzt verspricht, in keinster Weise in praktische Politik umsetzen, solange diese Brandmauer steht. Schauen Sie bitte in den Osten, was die CDU dort macht. Sie geht dort wirklich mit Steinzeitkommunisten zusammen, nur um ja nicht mit der AfD koalieren zu müssen. Sagen Sie es bitte jedem, und zwar laut und deutlich: Wer CDU wählt, bekommt grüne oder linke Politik. Und ich will jetzt mal ganz deutlich werden, für den Hanseaten vielleicht etwas ungewöhnlich, aber von grüner und linker Politik haben wir, die Bürger dieses Landes, die Schnauze gestrichen voll, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich will
in Bezug auf die allgemeine Sicherheitslage, um wieder zum Thema zurückzukommen, noch ganz kurz darauf hinweisen, dass wir im Bereich der Clankriminalität natürlich durch diese Migrationspolitik ganz massiven Nachschub für die Clans erleben. Das sagt nicht die AfD, das sagen die Vertreter des Bundeskriminalamts, der Landeskriminalämter. Dort wird es ganz klar geäußert, im Übrigen auch Migrationsforscher, die noch klar bei Verstand sind. Das ist für jeden klar erkennbar. Es kommt eine völlig neue Qualität der Gewalt auch in diese Clans, die zweifelsohne importiert ist. Und wir haben im Jahr 2023 bei den Clankriminellen 70,9% Anteil nicht deutscher Tatverdächtiger gehabt. Also auch hier erkennt man ein klar importiertes Problem. Ich möchte noch auf eine kleine Besonderheit eingehen. Wenn ich hier immer von Nicht-Deutsch spreche, dann betrifft es all die Menschen, die die deutsche Staatsbürgerschaft nicht besitzen. Wir sprechen also nicht von den Menschen, die in unser Land eingewandert sind und im Laufe der Zeit die deutsche Staatsbürgerschaft erworben haben. Wenn wir diesen Aspekt auch mal in den Blickwinkel nehmen, dann kommen wir sehr schnell zur Erkenntnis, dass wir nicht nur seit 2015 eine verfehlte Migrationspolitik betreiben, sondern schon die Jahrzehnte davor. Ich will Ihnen das mal an einem einfachen Beispiel klar machen. Die Gruppenvergewaltigungen in Nordrhein-Westfalen lagen im Jahr 2023 bei 209. Der Anteil der nicht-deutschen Tatverdächtigen lag leicht unter 50%, also um die 50% rum. Die AfD-Landtagsfraktion in Nordrhein-Westfalen ist hingegangen und hat die Vornamen der Täter bei den Gruppenvergewaltigungen erfragt, um daraus auf einen Migrationshintergrund schließen zu können. Und es ist tatsächlich so, dass Sie, wenn Sie die Vornamen nehmen, wo Sie einen klaren Migrationshintergrund herstellen können, dass Sie dann bei den Tatverdächtigen, wenn Sie das zusammenzählen, Ausländer und Deutsche mit Migrationshintergrund, kommen Sie auf 78% Tatverdächtige. Das bedeutet, dass lediglich 22% autochthone deutsche Tatverdächtige in diesem Phänomenbereich sind. Und es deutet darauf hin, dass eben, wie ich es vorher sagte, wir hier ein weit größeres Problem haben, als es bisher immer über die Statistik, über die reine Betrachtung der Nichtdeutschen entsprechend zum Ausdruck kommt. Mir ist wichtig zu betonen, dass es mir hier nicht darum geht, zweierlei Deutsche, die Deutschen mit Migrationshintergrund und die Deutschen ohne Migrationshintergrund sozusagen in den Raum zu stellen, sondern ich sage nur, dass wenn wir uns anschauen wollen, wie wir Kriminalität effektiv bekämpfen, dass wir dann eine ideologiefreie Lageanalyse brauchen und dass wir dann insbesondere in Zeiten einer exzessiven Einbürgerungspolitik selbstverständlich unseren Blick weiten müssen und die alleinige Betrachtung auf die Nationalitätsunterscheidung hier nicht zielführend ist. Und das ist eine sachliche Argumentation, das ist keine Schwarz-Weiß-Malerei, das ist für die Problemlösung geradezu zwingend und deshalb ist es wichtig und richtig, dass wir zukünftig in den Kriminalitätsstatistiken auch die Deutschen mit Migrationshintergrund als eigene Tatverdächtigengruppe abbilden. Und das ist eben auch nur eine alleinige Forderung der Alternative für Deutschland. Ich will nun zum Bereich des Islamismus kommen. Wir hatten ja das Hauptthema Rechtsstaat statt Kalifat. Und da müssen wir uns zwei Dinge anschauen. Zum einen die Auswirkungen des Islamismus auf die innere Sicherheit, also wie stellen sich die Zahlen dar? Und zum Zweiten müssen wir uns schauen, wie sieht denn generell das Verhalten, die Einstellung von Muslimen, die sich in Europa oder in Deutschland befinden, aus, um daraus ableiten zu können, wie weit wir die Problemlage dann auch mit welchen Maßnahmen sozusagen bereinigen, zumindest reduzieren können. Die islamistischen Zahlen sind doch recht eindeutig. Wir haben in Deutschland im Jahr 2023 27.200 Personen gehabt, die dem Islamismuspotenzial zuzuordnen sind, 472 Gefährder. Gefährder sind Personen, bei denen die Sicherheitsbehörden uns sagen, dass nicht mehr die Frage ist, ob sie eine schwere Straftat, zum Beispiel einen Terroranschlag begehen, sondern nur noch wann ist die Frage. Und zu diesen 472 Gefährdern, islamistischen Gefährdern, da gesellen sich noch 505 sogenannte relevante Personen dazu. Wir haben also roundabout so etwas über 900 islamistische Personen in unserem Land, denen man jederzeit einen islamistischen Anschlag zutraut. Von diesen 900 sind etwas über 200
entweder im Ausland oder in Haft, sodass wir insgesamt so auf etwa zwischen 600 und 700 islamistische Gefährder kommen in Deutschland, die sich auf den Straßen völlig frei bewegen. Und das Gegenmittel bestimmter politischer Richtungen ist, ja, dann müssen wir die eben beobachten. Und da sage ich Ihnen, dass Sie das überhaupt gar nicht abbilden können, personell, wenn Sie nur einen islamistischen Gefährder beobachten wollen, wenn Sie den 24/7 unter Wind, Fachjargon, also wenn Sie den 24 Stunden, 7 Tage die Woche beobachten wollen, dann brauchen Sie zwischen 30 und 40 Beamte. Das ist völlig unvorstellbar, völlig unleistbar und deshalb wird ja im Rahmen der Besprechungen auch immer eine sogenannte Priorisierung vorgenommen, wo man sich dann wirklich nur um Top-Gefährder in der Beobachtung kümmert. Allerdings ist auch das wenig zielführend. Wir hatten einen islamistischen Anschlag mittels Messer, Terroranschlag mittels Messer in Dresden. Diese Person befand sich zum Zeitpunkt der Durchführung des Anschlages unter Beobachtung des entsprechenden Landesamtes für Verfassungsschutz. Sie können das nicht abwehren. Die Beobachtung alleine ist eben nicht ein Mittel, um eine Gefahrenlage zu reduzieren. Mir ist auch noch wichtig, dass wir die entsprechenden Zahlen bezüglich der islamistischen Terroranschläge darstellen. Wir hatten seit dem Jahr 2000 innerhalb der Bundesrepublik Deutschland insgesamt 11 vollendete islamistisch motivierte Angriffe, Anschläge, 25 verhinderte und 5 technisch gescheiterte Anschläge. Und wenn ich von Anschlägen spreche, ist es mir wichtig, Ihnen darzulegen, dass diese offizielle Statistik niemals das an tatsächlicher Lage abbildet, was wir haben. Warum? Weil wir wissen, dass der typische Modus operandi eines islamistischen Täters der Messerangriff ist. Das wissen wir zum Beispiel aus dem Nahen Osten. Israelische Sicherheitsbehörden, dort können Sie zigfach Videos anschauen, wo genau so vorgegangen wird. Mangels anderer Waffen greifen die auf Messer zurück, islamistischer Anschlag. Was stellen wir in Deutschland häufig fest? Obwohl der Täter bei der Tatbegehung Allahu Akbar gerufen hat, wird eine psychische Störung attestiert, wonach er überhaupt gar nicht mehr als Terroranschlag gewertet wird und insofern die Statistik nicht korrekt die Realität wiedergibt. Das ist für Sie wichtig zu wissen. Auch das, was wir an Gefährdern haben, mit Verlaub, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Das ist das, was unseren Behörden bekannt ist. Ich erlaube mir den Hinweis, dass sowohl der islamistische Mörder in Mannheim als auch der zweite Anschlag mit den 3 Toten, auch dieser islamistische Täter, der war nicht auf dem Radar, beide waren nicht auf dem Radar unserer Sicherheitsbehörden. Das zeigt also, dass die tatsächliche Lage noch viel gravierender ist als das, was man uns entsprechend darstellen möchte. Auch bei Ihnen in Hamburg, das sind zumindest die Daten des Hamburger Verfassungsschutzes, haben sich die islamistischen Extremisten seit den letzten 10 Jahren fast verdoppelt. Es waren 2014 noch 955 und jetzt sind wir mittlerweile bei 1840. Und von denen gelten 1500 als gewaltorientiert. Sie haben das ja bei den Demonstrationen hier in Hamburg wahrscheinlich auch schon entsprechend live sich anschauen können. Was sind die Folgen dieser Zahlen? Nun, um nur mal auf aktuelle Dinge einzugehen, man könnte stundenlang darüber reden. Sie haben es mitbekommen, IS ruft zu Anschlägen bei unseren Weihnachtsmärkten auf. Die Bundesregierung als auch die Landesregierung sprechen von einer abstrakt hohen Gefährdungslage. Abstrakt hoch, diesen Begriff benutzt man immer, wenn man in Wirklichkeit keine Ahnung hat. Den Behörden liegen zwar keine konkreten Erkenntnisse vor, aber was heißt das schon? Ich sage noch einmal, auch in Mannheim und bei dem zweiten Anschlag lagen keine konkreten Erkenntnisse vor. Sie haben ja mitbekommen, dass man diesen 17-Jährigen aus Elmshorn jetzt gestoppt hat. Auch dort stand ja zur Rede, dass er gegebenenfalls einen Anschlag auf den Hamburger Weihnachtsmarkt entsprechend vorbereitet hatte. All das zeigt uns, dass die Gefahr für uns real und extrem hoch ist. Nach entsprechenden BKA-Experten ist es so, dass eben die Täter mangels Schusswaffe hier natürlich ausweichen auf das Tatmittel Messer und dort versuchen, entsprechend sozusagen mit diesem Tatmittel ihre islamistischen Anschläge umzusetzen. Und da komme ich natürlich nicht umhin, als Sicherheitspolitiker Ihnen was zu diesen sogenannten Messerverbotszonen zu sagen, die ja jetzt diese Anschläge verhindern sollen. Zunächst einmal ist es so, dass wenn jemand einen anderen Menschen töten will, er
auch völlig den Tatbestand Mord 211 des Strafgesetzbuches, der mit lebenslanger Freiheitsstrafe bedroht ist, ignoriert. Es ist ihm schlicht egal. Warum sollte diese Person also eine Ordnungswidrigkeit nach dem Waffengesetz von der Tatbegehung abhalten? Es wird nicht funktionieren. Waffenverbotszonen funktionieren vielleicht beim Normalbürger, der dann sein Taschenmesser abgibt, aber ein islamistischer Täter wird sich von solchen Dingen nicht aufhalten lassen. Das ist, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein hilfloser Versuch, ein politisches Handeln zu simulieren, was aber im Ergebnis nichts bewirken wird. Ich hoffe, dass die Weihnachtsmarktsaison ohne islamistischen Anschlag entsprechend sozusagen zeitlich abläuft. Aber wenn man sich die Gesamtlage anschaut, dann steht eben zu befürchten, dass diese Hoffnung sich leider nicht bestätigen wird. Ein besonderer Bereich dieses Islamismus, mit dem wir es zu tun haben, sind die antisemitischen Straftaten. Und der ist mir deshalb besonders wichtig, weil alle anderen uns immer, die AfD, als Antisemiten bezeichnen. Auch das ist eine schlichte Unverschämtheit, auch das ist eine schlichte Bösartigkeit, das ist widerwärtig, das ist niederträchtig, das stimmt nämlich nicht. Die Alternative für Deutschland ist bei genauerer und tieferer Betrachtung die einzig verbliebene politische Kraft, die den Schutz jüdischen Lebens in Deutschland überhaupt noch gewillt ist, zu gewährleisten, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die antisemitischen Straftaten haben sich um 95% mittlerweile erhöht. Seit dem 7.10.23 haben wir einen exorbitanten Anstieg zu verzeichnen. Und auf wen die zurückzuführen sind, lässt sich auch ganz klar sagen, wenn Sie die Phänomenbereiche religiös motivierter Fanatismus, also sprich den Islamismus, und wenn Sie den Bereich des ausländischen Fanatismus nehmen, also der ausländischen Ideologie im Bereich der politisch motivierten Kriminalität, kommen Sie mittlerweile bei den antisemitischen Straftaten, die sich auf den Nahostkonflikt beziehen, auf 88% Anteil. Das heißt, 88% der antisemitischen Straftaten werden mittlerweile von Islamisten begangen. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Sie sehen es ja auch bei den Demonstrationen oder haben es gesehen, nicht nur in Hamburg, sondern auch bundesweit. Und ich will auch hier die erforderliche Deutlichkeit nicht vermissen lassen. Wer immer wieder nie wieder proklamiert, aber dann die wirklich schlimmsten antisemitischen Aufmärsche in Deutschland seit 1945 nahezu regungslos zur Kenntnis nimmt, zumindest nichts Effektives dagegen unternimmt, so wie das alle Altparteien tun, der möge sich bitte dieses Gerede zukünftig sparen. Nie wieder bedeutet, dass wir die Juden in Deutschland effektiv schützen, und da helfen keine hohlen Phrasen, sondern da muss endlich entschlossen gehandelt werden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Zeit schreitet schneller voran, als ich das leider gedacht habe. Ich will aber trotzdem noch auf ein paar wichtigen Keypoints eingehen, die mir wichtig erscheinen, wenn wir Muslime insgesamt betrachten. Es wird immer behauptet, Islamisten seien einige ganz wenige, die eben dann den Islam falsch verstünden und deshalb auch entsprechend hier sich durch Straftaten, durch Terroranschläge hervortun würden. Ich möchte da schon sagen, dass ich diese Simplifizierung nicht für richtig halte und nicht für zielführend halte. Wenn wir eine Problemlage entsprechend bereinigen wollen, dann müssen wir, ich wiederhole mich, ideologiefrei uns die tatsächliche Sachlage anschauen. Und hier haben wir eben im Bereich der Muslime in Europa und auch in Deutschland es schon mit entsprechenden Problemen zu tun. Warum? Ich fange an mit einer Studie des WZB, des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung aus dem Jahr 2013, das die Einstellungen von Muslimen in mehreren europäischen Ländern untersucht hat. 44% der befragten Muslime stimmten zu, dass religiöse Regeln Vorrang vor säkulären Gesetzen haben müssen. 48% der Muslime in Europa hielten den Koran für die einzige
unveränderliche Wahrheit. 48%, 47% waren der Meinung, dass es nur eine richtige Interpretation des Islam gibt. Nun mag der ein oder andere Kritiker einwenden, ja, aber das ist ja eine Studie aus 2013. Bedauerlicherweise hat sich die Situation seit damals nicht verbessert. Wir haben, das brauche ich noch, zu der Geschichte 2013 ist auch noch wichtig, fast 60% der befragten Muslime lehnten Homosexuelle als Freunde ab und 45% denken, dass man Juden nicht trauen kann. Wir haben neuere Studien von der Universität Münster, dort wurden Studenten der islamischen Theologie und islamischen Religionspädagogik befragt. 37% haben der Aussage zugestimmt, dass Juden zu viel Macht und Einfluss in der Welt hätten. Das ist eine Umfrage von 2022, ich weise da nochmal darauf hin. 48% gestehen Israel kein Existenzrecht zu. 56% sind der Auffassung, dass der Westen alles tun werde, um den erneuten Aufstieg des Islam zu verhindern. Und 25% befürworteten die Einführung der Scharia in Deutschland. Noch einmal, jeder vierte Islamlehrer in Deutschland befürwortet die Einführung der Scharia. Ich rede von Deutschland, nicht von irgendeinem Land irgendwo fernab. In Deutschland teilen nach einer Autoritarismusstudie der Universität Leipzig aus dem Jahr 2020 40,5% aller Muslime israelbezogene antisemitische Einstellungen. Und mit dem korreliert das nach einer Studie des Instituts für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung ergab, dass 81% der befragten Juden angaben, bereits von muslimischen Personen oder Gruppen angegriffen worden zu sein. 81%. Was bedeutet es in letzter Konsequenz? Naja, wir haben es eben mit einem größeren Problem zu tun, als man sich das selber gerne eingestehen würde. Die Radikalisierung insbesondere junger Menschen findet mittlerweile nicht mehr primär über einen Drittkontakt statt, so wie das früher noch vor 10 Jahren in Moscheen der Fall war, sondern mittlerweile erfolgt ein Großteil der Radikalisierung über das Internet. Und unser Staat ist nicht in der Lage, hier die entsprechenden Antworten zu geben. Ich will zu guter Letzt noch eine Studie bringen, die wirklich zeigt, wie groß die Dimension des Problems ist. Und zwar hat man in Niedersachsen im Jahr 2022 muslimische Schüler befragt, welchen Thesen sie zustimmen und nicht. Und ich will Ihnen jetzt 2022 muslimische Schüler in Niedersachsen, Leute, die hier aufgewachsen zur Schule gegangen sind. Und ich will Ihnen ein paar Aussagen und die Zustimmungswerte mal vortragen. Die Aussage oder die These, die Regeln des Koran sind mir wichtiger als die Gesetze in Deutschland. Denen stimmten 67,8% der Schüler zu. Der These, nur der Islam ist in der Lage, die Probleme unserer Zeit zu lösen, dem stimmten 51,5% zu. Der Aussage, ein islamischer Gottesstaat ist die beste Staatsform, stimmten 45,8% zu. Der Aussage, die deutsche Gesellschaft sollte stärker nach islamischen Regeln gestaltet werden, stimmten 36,5% zu. 35,3%, mehr als ein Drittel, zeigten Verständnis für Gewalt gegen Menschen, die Allah oder den Propheten Mohammed beleidigen. Mehr als ein Drittel. Und zu guter Letzt 21,2% gaben an, dass die Bedrohung des Islam durch die westliche Welt rechtfertigt, dass Muslime sich mit Gewalt verteidigen. Sie sehen, es sind keine Einzelfälle. Sie sehen, wir haben es hier wirklich mit einem sehr großen Problem zu tun. Nicht nur die AfD, auch renommierte Islamwissenschaftler Ahmad Mansour will ich hier zitieren, der gesagt hat, die Politik ist naiv beim Thema Islamismus. Sie gesteht sich die Wahrheit nicht ein und dort, wo sie sich eingesteht, dort reagiert sie nicht entsprechend. Und wir sehen es ja in unserer ganzen Gesellschaft, nicht?
Die Islamisierung schreitet immer weiter voran. Und die Islamisierung, ich sage das in dieser Offenheit, die wollen wir hier in Deutschland nicht haben. Wir sind ein christliches Abendland. Wir haben christliche Wurzeln und deshalb wollen wir auch diese Wurzeln uns bewahren. Und wenn jetzt in Köln der Muezzinruf dauerhaft erschallen darf, wenn wir in einer radikalen Moschee Ehevorbereitungskurse bereits für Mädchen ab 13 Jahren öffentlich, wenn für die öffentlich geworben wird, wenn Weihnachtsmärkte so nicht mehr heißen dürfen aus Toleranzgründen, sondern wir sie jetzt Wintermärkte nennen müssen, wenn stattdessen aber die Weihnachtsbeleuchtung in vielen Städten nicht mehr aufgehängt werden kann aus finanziellen Gründen, wir stattdessen aber in großen Kommunen, wie zum Beispiel in Frankfurt oder in Köln, eine Ramadan-Beleuchtung bekommen. Und wenn wir immer mehr Straßen mit arabischen Straßenschildern bekommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann, und das sage ich auch klar und deutlich, werden hier aus meiner Sicht Grenzen überschritten. Uns wird die Islamisierung geradezu aufgedrängt. Man versucht, sie gegen den Willen der Mehrheit der Bevölkerung umzusetzen. Und es ist jetzt an uns, klare Kante zu zeigen, der Political Correctness zu trotzen, auch dem zunehmenden Druck aller anderen zu widerstehen und klar unsere Position zu formulieren. Wir sind ein christliches Land und wir wollen auch ein christliches Land bleiben. Natürlich darf hier jeder seine Religion im Rahmen der Religionsfreiheit des Grundgesetzes ausüben. Nicht, dass das in einen falschen Hals kommt, aber bitte nicht mit einem Anspruch, dass diese Religion über unseren eigenen Grundwerten liegt. Das ist etwas, was wir eben, wie gesagt, nicht akzeptieren können. Letzter Punkt: Woran liegt es denn, dass so wenig gemacht wird? Warum wird denn zugeschaut, dass der problematische Islam, also die Islamisten, sich immer weiter ausbreiten in unserem Land? Zugegeben, wir können nur spekulieren, aber wir haben ein paar Indizien, denen wir uns näher widmen können. Wenn wir zum Beispiel anschauen, dass die SPD und die Grünen waren es im Hamburger, bei euch, in eurem Parlament, es gab einen Antrag, nach meiner Kenntnis, von der CDU eingebracht, wahrscheinlich auch wieder von der AfD kopiert, wo es darum ging, eine bestimmte islamistische Gruppierung zu verbieten. Und natürlich wurde das von den genannten Parteien, von der SPD, von den Grünen abgelehnt. Jetzt fragt sich jeder, wie kann das sein? Und da muss man einfach zur Kenntnis nehmen, dass in gewissen Teilen der SPD schon eine Unterwanderung durch Islamisten stattgefunden hat. Selbst die Innenministerin Faeser hat im hessischen Landtagswahlkampf einen Berater gehabt, der engste Kontakte zur Muslimbruderschaft hatte, also zu einer islamistischen Gruppierung. Und da braucht man sich dann nicht wundern, wenn in breiter Masse sozusagen das immer stärker durchschlägt. Sarrazin ist gefragt worden, wie er sich das erklärt. Und er erklärt es so, und diese Erklärung halte ich für überzeugend. Einerseits möchte man sich nicht eingestehen, dass die Migrationspolitik eine falsche ist, dass man Fehler gemacht hat, und andererseits möchte man sich mit diesem Verhalten auch bei problematischen Muslimen anbiedern, um dort eben Wählerstimmen zu generieren. Und hier haben wir einen klaren Kontrapunkt als AfD bei Islamismus, bei einer sozusagen kämpferischen Einstellung, die sich gegen unsere Gesellschaft und unsere Grund- und Werteordnung richtet. Da hilft kein Appeasement, da hilft nur eine Bekämpfung mit aller Entschlossenheit und mit aller Härte. Allerletzter Punkt: Wir haben mittlerweile sogar das Phänomen aufgetaucht und immer stärker ausgeprägt im Zusammenhang mit dem Terrorangriff auf Israel seit dem 7.10.23, dass wir eine Koalition aus Islamisten und Linksextremisten haben, weil die nämlich im Kern die gleichen Ziele verfolgen, gegen westliche Werte an sich
und natürlich auch gegen sozusagen diese, also die sind ja eher so in dem Bereich, die Linken im Bereich Anarchie, also sprich lehnen auch das parlamentarische System der Bundesrepublik Deutschland ab. Und diese Problematik, die wird uns zukünftig auch noch ins Haus stehen und hat einfach damit zu tun, dass auch Linksextremismus nicht entschieden genug bekämpft wird. Auf dem linken Auge ist dieser Staat wirklich geradezu blind und auch hier bedarf es einer entsprechenden Korrektur. Ich will es zusammenfassen und mit einem Appell verbinden. Es stehen jetzt Wahlen an. Sie stehen im Bund an, am 23. Februar, nach meiner Kenntnis auch am 2. Februar hier in Hamburg. Sie sind der Souverän dieses Landes. Sie sind aufgeklärte, mündige Bürger. Sie erkennen, dass es so nicht weitergehen darf und deshalb müssen Sie jetzt auch eine klare Entscheidung treffen. Es ist völlig egal, wie viel Druck die Gegenseite aufbaut. Es muss völlig egal sein, und jetzt werde ich etwas emotionaler, was die Mainstream-Medien machen, was der politische Gegner macht. Er wird jetzt bereits weitere Giftpfeile im Köcher haben. Ich habe von der Falschberichterstattung Korrektiv angesprochen, die werden die jetzt abfeuern auf uns. Es werden wieder erfundene Geschichten sein, es werden gelogene Geschichten sein. Und je stärker sie uns diffamieren, umso niederträchtiger sie uns sozusagen beleidigen, je wirkmächtiger sie versuchen, uns zu stigmatisieren, umso entschlossener, umso geradliniger, umso motivierter müssen wir unser Ziel verfolgen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist immer noch unser Land und wir werden und dürfen unser Land nicht irgendwelchen Linksextremisten oder Islamisten überlassen. Lassen Sie uns gemeinsam kämpfen und bei den Wahlen alle stimmen für die AfD, meine sehr verehrten Damen und Herren.